Manchmal muss es die Kettensäge sein, zum Korrigieren. Der Künstler Peter Wilde hat im Brandenburgischen seine Liebe zur Holzbildhauerei wiederentdeckt. Seine Modelle rekrutiert er im Internet. Ihre Abbilder sollen wahrhaftig sein. Jemand hat gesagt, die sieht aus wie eine Transe. So, breite Schulter, große Hände. Das wollte ich nicht. Ja. Was er aber will und tut, ist, beeindruckende menschliche Skulpturen zu erschaffen. Der Mensch, sein Körper und das, was sich dahinter verbergen mag, interessieren Wilde. Auch im Zusammenspiel mit digitaler Technik. Für diese Skulptur steht ihm virtuell eine französische Sängerin Modell. Diese Frau, ich wollte eine Frau, das hat keine Sorgen, nackt zu arbeiten. Und die war die erste, das hat angemeldet. Und die war auch wunderschön. You know, das ist like so eine Glückssache. Und war sehr schön, mit sie zu arbeiten. Als er noch in Kanada lebt, ist er mit einer Priesterin verheiratet. Er schafft Skulpturen, unter anderem für die US Army. Aber ich habe es nie gesehen. Man darf nicht rein in den Pentagon. You know, so in die Räume, wo es steht, habe ich nie gesehen. Das ist auch komisch. 2007 zieht Peter Wilde nach Deutschland. Ein Besuch zuvor auf einem Leipziger Friedhof am Familiengrab gibt den Anstoß. Da war ein Moment, wo ich war auf dem Friedhof mit meiner Tante und die hat gesagt, ja, da ist dein Opa und da ist deine Oma und da ist deine andere Tante. Und ich habe gedacht, was mache ich eigentlich in Kanada? You know, wo soll ich meine Eltern beerdigen in Kanada? So, ich wollte immer zurück zu Deutschland wegen der Geschichte, wegen meiner eigenen Wurzeln und die Geschichte von Europa, von Deutschland. Geschichte atmet auch der Hof, auf dem Wilde heute mit seinem Mann zu Hause ist. In seinem Leben hat er vieles probiert, auch beruflich als Requisiteur beim Film. Ich war ein Set Decorator und das hat mir sehr Freude gemacht. Es war richtig schön. Du kriegst viel Geld und viele Arbeiter und du nimmst die Charakter in die Geschichte und du sagst, wie wird er leben? You know, was wird er kaufen? Wie wird das? You know, ist er so Sau? Und das finde ich sehr spannend. Dabei kommt ihm wohl auch die von der Mutter geerbte Liebe zu Antiquitäten zugute. Vor dem Studium in Toronto restauriert er alte Möbel. Wilde schlägt in seiner Kunst Brücken, verbindet Altmeisterliches mit Moderne. Den Barockmeister Velázquez interpretiert er neu, ist fasziniert von dessen Malerei. Er hat nur ein Porträt 2 Stunden gebraucht. Und man entdeckt mehr und mehr Sachen. Wie er hat das geschafft, das ist so faszinierend. Der 62-jährige Künstler scheint angekommen im Land seiner Vorfahren. Das Einzige, was ihm etwas fehlt, ist die Familie in Kanada. Seine Tochter, die Enkel. Doch auch die werden irgendwann gewiss den Weg ins Flämingdörfchen Bochow finden, zu ihren Wurzeln.